Die AWO verteidigt sich damit, dass sie gegen rechts demonstrieren dürfen. Und ich sage, natürlich dürfen sie das, aber nicht mit unserem Steuergeld. Wir müssen verhindern, dass Steuergelder unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit missbraucht werden. Es ist nicht im Sinne der Steuerzahler, dass öffentliche Gelder für parteipolitische Ziele verwendet werden. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute wird's echt brisant. Wir müssen mal über Steuergelder reden, die angeblich unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit verschwinden. Jan Scharfenort bringt es auf den Punkt. Millionen Euro fließen in dunkle Kanäle, ohne dass jemand hinschaut. Das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Bleibt dran, wir nehmen das jetzt mal richtig auseinander. Da muss dringend was passieren. Auf geht's! Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie lange wollen wir noch zuschauen, wie Millionen unserer Steuergelder in dunkle Kanälen verschwinden? Ja, ich spreche von einem Problem, das heute immer noch im Verborgenen wächst, ein Problem, das uns alle betrifft. Die Verschwendung von Steuergeldern durch Sozial- und Wohlfahrtsverbände. Denn es gibt prüfungsfreie Räume, in denen das Geld der Bürger unkontrolliert verwendet wird. Wir reden hier nicht über ein kleines Detail, wir reden hier über ein System, das dringend geändert werden muss. Gerade jetzt, kurz vor dieser Debatte, haben die Sozialverbände eine Stellungnahme veröffentlicht. In dieser stellen sie sich als die Retter dar, die sich für das Wohl der Gesellschaft aufopfern. Sie schreiben davon, wie viele Menschen sie beschäftigen und wie unverzichtbar sie sind. Aber lassen Sie mich eines klarstellen, das ist hier nicht der Punkt. Natürlich leisten die Sozialverbände wichtige Arbeit, das bestreitet niemand. Es geht hier nicht darum, die Existenz dieser Einrichtungen in Frage zu stellen, sondern um Transparenz und um die korrekte Verwendung von Steuergeldern. Und wenn Sie mir jetzt vorwerfen, dass wir gegen die Sozialverbände vorgehen, dann verdrehen Sie ja bewusst die Tatsachen. Die Verbände argumentieren, dass sie von Wirtschaftsprüfern und anderen Fachstellen kontrolliert werden. Aber lassen Sie mich klarstellen, diese Prüfungen konzentrieren sich nur auf die Bilanzen nach Handelsrecht und nicht darauf, ob die Gelder im Sinne der Steuerzahler korrekt verwendet werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass zwar geprüft wird, ob das Geld in den Büchern korrekt verbucht wurde, aber nicht, ob im Sinne der Gemeinnützigkeit verwendet wird. Wirtschaftsprüfungen reichen nicht aus, um zu prüfen, ob Steuergelder für politische Kampagnen missbraucht werden. Nun, meine Damen und Herren, was werden uns die politischen Gegner vorhalten? Sie werden behaupten, dass der Landesrechnungshof bereits Prüfrechte bei den Sozialverbänden besitzt. Und das ist schlichtweg falsch. Der Landesrechnungshof hat keine allgemeinen Prüfrechte bei Sozialverbänden. Es sei denn, diese Verbände erhalten direkte Zuwendung und finanzielle Zuschüsse vom Land. Aber hier liegt der Kern des Problems. Denn die privatrechtlich organisierten Leistungsträger, wie zum Beispiel die AWO, die soziale Dienstleistung im Auftrag von Kommunen und dem Land erbringen, fallen nicht unter diese Prüfrechte. Diese Träger erhalten Vergütung auf Grundlage von Entgelt- oder Vergütungsvereinbarung und genau hier ist die Lücke. Der Landesrechnungshof darf bei diesen Trägern nicht prüfen. Er darf nicht kontrollieren, ob die Gelder wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden. Meine Damen und Herren, das bedeutet, dass in den Bereichen wie der Eingliederungshilfe, der Pflege, der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, wo Milliarden an Steuergeldern fließen, die Prüfungen durch den Landesrechnungshof nicht erfolgen können, weil er keine Prüfrechte hat. Und das sind die dunklen Kanäle, die ich anspreche, und genau das müssen wir hier ändern. Ich spreche hier auch als Kommunalpolitiker und sitze im Kreistag des Jerichoer Landes. Und gerade dort wurde uns kürzlich eine außerplanmäßige Ausgabe von 4 Millionen Euro für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge zur Zustimmung vorgelegt.
Diese Summe sollen wir einfach mal so absegnen, ohne dass klar ist, ob diese Mittel effizient und zweckmäßig verwendet werden. Und genau hier ist die Blackbox. Bei solchen Summen wird nicht genau hingeschaut. Die Träger, die diese Dienstleistung erbringen, fallen nicht unter die Prüfrechte des Landesrechnungshofs. Und angesichts der desolaten Haushaltslage vieler Kommunen und des Landes ist es dringend geboten, diese Lücken zu schließen und die Prüfrechte zu erweitern. Es gibt bereits Fälle, in denen die Finanzämter die Gemeinnützigkeit aberkannt haben, weil diese Organisationen politische Kampagnen mit öffentlichen Geldern finanziert haben. Die AWO verteidigt sich damit, dass sie gegen rechts demonstrieren dürfe. Und ich sage, natürlich dürfen sie das, aber nicht mit unserem Steuergeld. Wir müssen verhindern, dass Steuergelder unter dem Deckmantel der Gemeinnützigkeit missbraucht werden. Es ist nicht im Sinne der Steuerzahler, dass öffentliche Gelder für parteipolitische Ziele verwendet werden. Die Lösung, die wir heute vorschlagen, ist simpel und effektiv. Transparenz. Unser Antrag fordert, dass der Landesrechnungshof die Möglichkeit erhält, regelmäßige und unabhängige Prüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Gelder korrekt verwendet werden. Denn nur so können wir garantieren, dass keine Steuergelder verschwendet werden. Wenn wir heute nicht handeln, was passiert denn dann morgen? Wie viele weitere Millionen werden weiter verschwendet? Werden wir weiterhin zulassen, dass das Geld der Bürger in die dunklen Kanäle fließt, ohne dass jemand hinschaut? Der Landesrechnungshof hat uns gewarnt und es liegt nun an uns, diese Warnung ernst zu nehmen. Deshalb handeln Sie jetzt im Interesse der Bürger. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben heute die Möglichkeit, einen Missbrauch von Steuergeldern zu verhindern. Wir haben heute die Chance sicherzustellen, dass die Gemeinnützigkeit nicht missbraucht wird. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen. Im Sinne der Bürger von Sachsen-Anhalt, im Sinne der Transparenz und auch im Sinne der Gerechtigkeit. Handeln Sie jetzt und stimmen Sie für mehr Transparenz und gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Ich bedanke mich. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr auch der Meinung seid, dass mit unseren Steuergeldern viel zu oft Schindluder getrieben wird, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Enthüllungen zu verpassen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesem Skandal haltet. Ach ja, und denkt dran, solange solche Missstände nicht behoben werden, bleibt es leider immer nur bei schönen Versprechen, vor allem wenn es um Transparenz geht. Unterstützung für den Kanal könnt ihr gern über PayPal dalassen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und bleibt wachsam. Es gibt viel, was noch ans Licht kommen muss.